Hallo, heute haben wir mal was ganz Besonderes vor. Wir sind heute nämlich auf der Suche nach Trüffeln. Und zwar nach Sommertrüffeln, um genauer zu sein. Und dazu sind wir heute auch in Begleitung, und zwar von Bärbel, von der Hundeschule im Biet und ihrer Lagotto Romagnolo Hündin Bea. Und dann wollen wir mal anfangen. Wir sind jetzt hier auf einer privaten Trüffelplantage auch, das sei auch dazu gesagt. Klick. Super! Wow! Zeig mal, klick! An welchen Standorten können wir denn die Sommertrüffeln finden? Das ist eine Frage, die stellen wir natürlich am besten eigentlich Bea, denn die weiß das, wie man sieht, eigentlich am besten. Aber ja, wir versuchen das mal zu übersetzen. Und zwar, die Sommertrüffeln, die mögen auf jeden Fall Kalkböden. Ja, das ist sehr wichtig für die, das ist ihr bevorzugtes Habitat. Und dann am allerliebsten in Kombination mit Laubbäumen. Ja, insbesondere mit Rotbuchen, aber auch mit Eichen. Aber zum Beispiel auch, so wie jetzt hier, mit Hasel. Ja, das geht auch ganz gut. Seltener auch eher mal mit Nadelbäumen. Ja, zum Beispiel auch an Wegesrändern, die geschottert sind, kann man sie dann da teilweise finden, eben auch wegen dem Kalk. Aber an und für sich sind so Laubbäume eben auf Kalkboden das bevorzugte Habitat. Und ja, da hat man natürlich auch dann eigentlich so naturnahe Wälder, ne, die, wo jetzt Rotbuchen sowieso von Natur aus wachsen. Ne, das ist dann, passt dann am besten eigentlich. Boah, super gemacht, tüchtiges Mädchen. So toll. Ganz prima gemacht. Ja, wir sehen hier einen müden Hund. Die Suche nach Trüffeln ist für Hunde sehr ermüdend, aber es ist eine wunderschöne Arbeit, weil es dem Wesen der Hunde sehr entspricht. Hunde können über 1 Million Gerüche wahrnehmen und die Nasenarbeit ist eine ganz, ganz tolle Auslastungsarbeit für Hunde. Wenn man das professionell machen möchte, kann man natürlich in Plantagen gehen und den Plantagenbesitzern helfen, mit den gut ausgebildeten Hunden die Trüffel zu suchen. Wir achten dabei darauf, dass die Hunde keinen hohen Erregungslevel entwickeln und dass die ein wurzelschonendes und bodenschonendes Anzeigeverhalten zeigen und nicht wild und große Löcher buddeln. Das kann jede Hunderasse lernen. Wir machen das allerdings nicht mit kurznasigen Hunden, weil durch die intensive Sucharbeit die Körpertemperatur der Hunde steigt. Was aus ökologischen Gründen und für den Baum noch ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man so einen Trüffel aus dem Boden genommen hat, das Loch hinterher wieder gut verschließt. Denn nur so ist es möglich, dass auch im nächsten Jahr wieder Trüffel wachsen können an der Stelle. Und hinterher sind die Hunde müde und glücklich. Und die Menschen natürlich auch. Klick, tauschen. Oh, super. Jetzt, wo wir die Trüffeln gefunden haben, wollen wir sie uns auch mal anschauen. Sie sind ja richtig wunderschöne Exemplare hier, richtig groß, ja, mit einigen Zentimetern im Durchmesser. Denn ja, die können unterschiedlich groß sein. Ne? Das kann so 2 Zentimeter sein, kann aber auch mal bis zu 10 Zentimeter durchaus sein. Und wir sehen es ja, die sind sehr dunkel von außen. Ne? Hier an so einer etwas getrockneten Stelle, hier sind sie so ein bisschen bräunlich, aber hier auch teilweise an den feuchteren Stellen sieht es richtig schwarz aus. Und von der Oberfläche her ist es eben so ein bisschen wie so Warzen, ja, die von der Form her vielleicht auch so entfernt an Blütenknospen erinnern oder Blätterknospen, aber auch so ein bisschen an kleine Pyramiden vielleicht. Ja? Und hier und da gibt es vielleicht auch mal eine kleine Fraßstelle von Insekten oder sowas. Ne? Da sehen wir schon, das Innere ist dann ein bisschen heller auf jeden Fall. So ein bisschen so ein Sandton in dem Fall. Und jetzt wollen wir die auch mal durchschneiden hier, damit wir sie uns mal von innen anschauen können. So, ja, hier sehen wir es jetzt. Ne? Also sie ist ganz wunderbar, so ein bisschen sandfarbig, aber eben auch sowieso weiß. Ne? Wir haben recht helle, viele Weißtöne, ist so marmoriert einfach, ne? Von der Struktur her. Und was wir natürlich auch als ein ganz typisches Merkmal haben, ist natürlich dieser unglaublich intensive Duft, ja? Der so ein bisschen würzig ist. Vielleicht geht es so leicht in Richtung Knoblauch. Aber da sind ganz, ganz viele verschiedene Gerüche dabei. Also es ist wirklich ein sehr intensives Erlebnis, allein schon diese Trüffel zu riechen. Die Trüffeln, die leben in Symbiose. Zum Beispiel in dem Fall jetzt hier mit dem Hasel, aber natürlich zum Beispiel auch mit der Rotbuche oder anderen Gewächsen. Und das machen sie natürlich so, wie wir es auch von anderen Pilzen kennen, von ganz klassischen Mykorrhiza-Pilzen, ne, wie Steinpilzen und sowas, dass sie eben im Nährstoffaustausch stehen mit dem Symbiosepartner. Und dann ist es aber so, dass sie zum Beispiel auch so ein bisschen sichtbar werden in gewisser Weise. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Rotbuche haben, die mit Trüffeln in Symbiose steht,
dann entsteht um diese Rotbuche drumherum so eine Fläche wie so ein Kreis, wo so gut wie nichts mehr wächst, ja, an Pflanzen. Und das nennt man dann Brûlé, was so viel heißt wie verbrannte Erde, sowas, ja. Und das liegt daran, dass die Trüffeln den Boden verändern, denn sie entziehen dem Nährstoffe, die sie ja wiederum dem Baum dann zur Verfügung stellen. Und dadurch erhöht sich zum Beispiel ein bisschen der pH-Wert. Ja, es ist weniger Kohlenstoff im Boden zu finden und einige andere Sachen kommen da so in die Gänge, ja. Weniger organische Materie ist dort und das verändert aber nicht nur eben die Tatsache, dass da jetzt keine Pflanzen mehr sind oder nur noch sehr wenig, sondern auch bei den Insekten wurden in Studien Veränderungen beobachtet, dass sozusagen innerhalb dieses Brûlés, ja, innerhalb von dem Kreis, durch die veränderten Bedingungen andere Insekten sind als in anderen Bereichen. Ne? Also bestimmte Insekten, die profitieren davon, von den Trüffeln und andere, für die ist es eher schlecht, weil für die ist der Lebensraum dann eher nicht mehr so gut. Also ist ganz interessant, was sich da so ändert. Ja? Da gibt es so eine Studie, die das so ein bisschen untersucht hat. Ja, die Trüffel, die leben ja so gut wie unterirdisch, ne? Und jetzt die Sommertrüffeln, die sind ja ein bisschen höher zu finden, ja? Also eben die kann man ja teilweise schon so ein bisschen sehen, auch an den entsprechenden Stellen, wenn man so ein Brûlé erkennt. Aber dann später im Herbst, die Herbsttrüffeln, die sind ja dann auch eher tiefer in der Erde. Und dennoch haben sie natürlich dieses ganz intensive Aroma, ne? Was sie verströmen, diesen Duft. Und das machen sie jetzt auch nicht einfach zum Spaß an der Freude, sondern sie wollen gegessen werden. Ja, das ist also sozusagen für die sehr wichtig, denn es ist ihr Verbreitungsmechanismus. Die locken zum Beispiel Mäuse an und die fahren total auf diesen Duft drauf ab. Die gehen dann dahin und fressen dann die Trüffeln. Und es ist sehr wichtig, denn die Sporen müssen dann einmal durch die Magen-Darm-Passage von der Maus wandern und dann wieder im Wald ausgeschieden werden. Und so können dann die Sporen sozusagen wieder anfangen, neue Trüffeln zu bilden. Also das ist so ein ganz wichtiger Verbreitungsmechanismus. Deswegen, vielleicht ist es gar nicht so dumm, wenn man Trüffeln gegessen hat, das Geschäft danach dann auch im Wald zu verrichten, am besten auf kalkhaltigem Boden unter Laubbäumen. Dann kann man da so ein bisschen auch vielleicht einen positiven Beitrag zu leisten. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Verbreitungsmechanismus und der ist natürlich sehr interessant. Und dann ist es aber auch noch so, dass die Trüffeln auch für manche Insekten eine Heimat sind, ja, zum Beispiel die Trüffelfliege, also die steht natürlich auch total drauf, die legt da auch ihre Larven drin ab, aber es gibt auch einen Trüffelkäfer beispielsweise, also die locken wirklich viele Tiere an, von Säugetier bis hin zu Insekt. Ja, ganz viele stehen da total auf diesen wunderbaren Duft der Trüffeln. So, dann wollen wir uns mal die Inhaltsstoffe anschauen, die so in den Trüffeln stecken. Da steckt alles Mögliche drin. Wir haben da zum Beispiel verschiedene B-Vitamine, Mineralstoffe, Proteine, aber auch Beta-Glucane sind da drin. In Spuren wurde auch schon Baikalein da drin nachgewiesen. Ja, das ist natürlich ziemlich interessant, denn das ist ein Stoff, den finden wir ja zum Beispiel in den Helmkräutern, ja, wenn ihr unser Video dazu kennt. Und das Baikalein, das wirkt ja auf die GABA-A-Rezeptoren und ist so ein bisschen beruhigend und angstlösend. Allerdings ist es wirklich nur in sehr geringer Menge in den Trüffeln zu finden. Und zum Beispiel Camphorol ist da auch noch drin. Aber dann haben wir natürlich auch Inhaltsstoffe, da müssen wir gar keine großen chemischen Analysen unbedingt erstmal machen, denn die nehmen wir direkt mit unseren Sinnen wahr, nämlich mit der Nase. Nämlich diese ganzen Aromastoffe. Ja, da ist ein gutes Dutzend drin, also da ist richtig was los in den Trüffeln, ein richtig kleines Chemielabor. Und ja, bei Bärbel, was haben wir denn da so drin? Also nach was riecht es denn so? Also es riecht nach ein bisschen blumig, Haselnuss, Knoblauch. Lecker. Jeder Trüffel riecht ein bisschen anders und es gibt die jüngeren Exemplare, die riechen mehr fruchtig und die älteren, da setzt sich dann der Geruch ein bisschen und wird ein bisschen erdiger. Ja, wirklich erdiger und mehr Richtung Hasel, finde ich. Ja, also ihr seht ja, da ist einiges los bei den Trüffeln. Die medizinischen Wirkungen von Sommertrüffeln sind jetzt nicht besonders doll untersucht worden in Studien. Es gibt ganz kleine In-vitro-Versuche. Da hat sich so eine entzündungshemmende, eine antioxidative und eine Antitumorwirkung teilweise gezeigt. Aber das sind nur ganz kleine Sachen, die sich jetzt nicht unbedingt auf den Menschen so direkt übertragen lassen. Als nächstes werfen wir mal ein bisschen einen Blick auf die Geschichte von Trüffeln. Jetzt gar nicht mal unbedingt jetzt nur Sommertrüffeln, sondern Trüffeln ganz allgemein. Die Trüffel, die waren schon seit sehr langer Zeit ein Bestandteil der menschlichen Kultur. Und zwar gibt es schon Tontafeln von den Sumerern, die schon also 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung datieren. Und da kann man schon zeigen, dass auch damals schon Trüffel
genossen worden sind. Später haben die Trüffel dann auch immer eine große Rolle gespielt, zum Beispiel in der Antike bei den Griechen und bei den Römern. Ja, da galten sie zum einen natürlich als wunderbare Nahrung, die sehr lecker schmeckt, aber gleichzeitig auch als Aphrodisiakum und wurden deswegen auch der Liebesgöttin Venus geweiht. Irgendwann kam dann so das Mittelalter, was ja jetzt hier in Mitteleuropa auch oft sehr christlich geprägt war. Und da war es zu Beginn erstmal so, dass dadurch, dass die Trüffel unterirdisch wachsen und dass sie als Aphrodisiakum galten, sie erstmal als etwas Sündhaftes angesehen worden sind. Später hat sich dann die Meinung dazu aber doch geändert und viele Päpste haben dann auch wieder die Trüffeln sehr geschätzt und sehr gerne genossen. Aber nicht nur in der christlichen Kultur haben sie eine große Rolle gespielt, sondern zum Beispiel auch in der muslimischen, so soll auch der Prophet Mohammed zum Beispiel Trüffeln erwähnt haben und sie mit Manna verglichen haben und gesagt haben, dass das Wasser von Trüffeln gut für die Augen ist. Ja, das war sozusagen so das Mittelalter und dann nähern wir uns ja mal so ein bisschen dem Jetzt an und schauen mal so ein bisschen auf Europa. Da haben wir jetzt ja so die Situation, dass wir in vielen Ländern wirklich eine ausgesprochen große Trüffelkultur haben, ja, wo sich viel um Trüffeln dreht, um den Anbau, um die Ernte und um Gerichte, Rezepte, alles Mögliche. Ne? Zum Beispiel in Italien, in der Schweiz, in Frankreich natürlich auch. Und in Deutschland ist es gar nicht so. Ja, hier ist die Trüffelkultur fast nicht mehr vorhanden oder hat gerade erst wieder so ein bisschen so ein Revival. Woran liegt das? Da gehen wir mal zurück auf den Ersten Weltkrieg. Da war es nämlich so, dass man angefangen hat, viele Wälder umzubauen, also Buchen-Urwälder zum Beispiel, die natürlich ein ganz natürliches Habitat der Trüffeln sind. Ne? Und in den Buchen-Urwäldern, da kann man die dann eben teilweise auch in großen Mengen finden. Ja? Das war auch hier so. Aber die Wälder wurden umgebaut auf Ertrag. Ja? Man musste halt Holz ernten. Hat dann Nadelforste natürlich auch hingepflanzt und sowas alles. Und dann gingen natürlich dementsprechend auch die Trüffelbestände stark zurück. Dann kam nach dem Ersten Weltkrieg Reparationszahlungen, die geleistet werden mussten. Auch da wurde wieder noch mehr abgeholzt und so weiter. Und dann sah es schon mal etwas schlechter aus für die, nämlich für die Habitate vor allen Dingen. Später kam dann der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg. Da kam dann noch ein weiterer Faktor hinzu, und zwar waren Trüffeln auch in Deutschland oft ein großer Bestandteil, insbesondere auch der jüdischen Kultur. Der Genozid am jüdischen Volk hat dann dazu geführt, dass das Wissen über Trüffeln hier in Deutschland verloren gegangen ist. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, dass dann der Zweite Weltkrieg vorbei war und ja, viele Trüffelhabitate waren eben auch verschwunden, ne? Buchen, Urwälder und so, und wurden dann eben auch in den 80er Jahren unter Schutz gestellt, also insbesondere eben auch die Trüffeln. Seitdem stehen die im Artenschutz und dürfen eben nicht mehr gesammelt werden, außer eben jetzt so wie hier auf privat angelegten Plantagen, wo jetzt eben zum Beispiel hier Hasel angepflanzt wird, der eben mit Trüffeln in Symbiose steht. Ja? Da darf man es ernten, ansonsten ist es in Deutschland zurzeit komplett verboten. Wenn es dann an die Zubereitung der Trüffeln geht, dann schadet hier so eine kleine Bewaffnung nicht. Ja, da braucht man so ein paar Sachen. Das eine ist natürlich erstmal eine schöne Bürste, dass man die Trüffel sauber bürsten kann. Die sind ja sehr fest, das heißt, da kann man schon ordentlich schrubben und dann werden die auch richtig schön sauber. Und dann kann man im nächsten Schritt sich überlegen, ob man lieber so einen Hobel benutzen möchte und so dünne Scheiben hobeln will oder eher eine Trüffelreibe, wo man so kleine dünne Streifchen mit eben reiben kann. Ja, und dann, unserer Meinung nach, ist bei Trüffelgerichten weniger meistens mehr im Sinne vom Aufwand des ganzen Gerichts. Also so minimalistische Gerichte schmecken eigentlich am besten. Ja, sowas wie Spaghetti, einfach mit dran geraspeltem Trüffel und Olivenöl, sowas so ganz simpel. Da kommt der Geschmack eigentlich am besten zur Geltung. Ja, was man eher vielleicht nicht nehmen sollte, sind irgendwie so Fake-Produkte, wo Trüffelaroma drin ist. Ja, da gibt es ja viel Trüffelchips, Trüffelkäse und sonst was alles. Das meiste davon kommt wirklich dem Geschmack der Trüffeln nicht wirklich nahe. Ja, denn da sind oft nur wirklich Spuren, winzige Mikrodosierungen von Trüffeln dran an diesen Produkten und das Aroma kommt eigentlich von synthetischem Aroma, was dann zugesetzt wird, und das wiederum kommt dem echten Trüffelaroma nicht wirklich nah. Ne? Das ist irgendwie kein Vergleich. Also echte Trüffel sind schon was wirklich Besonderes, die man nicht einfach so imitieren kann. Aber dann hat man wirklich was ganz Hervorragendes, Leckeres, was man wirklich sehr schön verspeisen kann und einen großen Genuss hat. Ja, Bärbel, vielen Dank, dass wir mit dir und Bär jetzt hier mit dabei sein durften auf der Suche nach Trüffeln, und erzähl uns doch noch mal was über deine Hundeschule. Ja, sehr gerne. Bei uns in der Hundeschule, wir beraten Plantagenbesitzer, angehende Plantagenbesitzer, Hersteller unabhängig über das Einrichten einer Plantage, und natürlich bilden wir sehr, sehr gerne mit den
Hundebesitzern zusammen die Hunde aus. Wir arbeiten dabei mit Markersignal und Belohnung, so wie es heute überall in modernem Hundetraining üblich ist. Das machen wir nur für Plantagenbesitzer, denn in Deutschland ist es verboten, wie wir schon gehört haben. Die Nasenarbeit für Hunde kann man aber auch trüffelunabhängig machen. Man kann ja auch andere Gerüche suchen. Ich bedanke mich auch nochmal bei dem Plantagenbesitzer, dass wir hier sein durften. Vielen Dank. Ja, ansonsten, wenn ihr euch für Trüffel interessiert und die Symbiose, dann wäre vielleicht auch unser Buch was für euch. Denn in unserem Buch geht es viel um Mykorrhiza und um Symbiose von Pilzen, auch im ganz im Allgemeinen, aber auch ganz im Detail. Und da schauen wir uns eben wirklich viele Facetten an von Symbiose und dem Zusammenspiel von allem, ja, den Pilzen und den Pflanzen. Und unser Buch, das heißt Mittendrin im Draußen, es erscheint am 30. August und ihr könnt es zurzeit schon vorbestellen. Ansonsten haben wir noch eine Empfehlung. Nämlich hier gibt es das Video zum Sumpfhelmkraut. Wie schon angesprochen, die Trüffeln enthalten Bikalein, aber in diesem Sumpfhelmkraut ist noch viel mehr davon drin und da haben wir ein tolles Video dazu. Und hier gibt es auch noch ein tolles Video. Und dann bis bald.